Heute habe ich für uns einen ganz besonderen Fund vom Schlachtfeld von Hassenhausen, besser bekannt als Jena und Auerstedt, der Schlacht vom 14. Oktober 1806, in der Napoleon die Preußen vernichtend schlug. Wir haben im Vorfeld eines Straßenbaus intensive Metallprospektionen gemacht und natürlich eine riesige Anzahl von Geschosskugeln und anderen Dingen gefunden. Dinge, die für das Verständnis des Schlachtfeldes von großer Bedeutung sind, aber darauf kommen wir später noch. Wir haben hier ein ganz besonderes Stück von einem Schlachtfeld, das wir personalisieren können. Karl Friedrich Wilhelm von Braunschweig, der Herzog von Braunschweig, wird am Schlachtfeld von Hassenhausen von einer Kugel getroffen, als er durch ein Fernrohr blickt und das Schlachtgeschehen in etwa 1 Kilometer Entfernung beobachtet, schwer zu sehen im Pulverdampf und Kugelhagel. Er selbst hatte sich exponiert bei seinem Grenadierbataillon und war auf einem Hügel weithin sichtbar, natürlich mit seiner Uniform, und wurde möglicherweise sogar von einem Scharfschützen getroffen. Augenzeugen berichten, dass er auf der linken Seite beim linken Ohr getroffen wurde und die Kugel bei Auge und Nase wieder herauskam, also eine sehr schwere Verletzung. Er starb auch etliche Tage später an der Verletzung, wurde vom Schlachtfeld weggetragen. Ein Grund dafür, dass die Schlacht verloren ging wohl, denn einer der wichtigen Kommandeure starb damit, nachdem schon weitere Kommandeure ausgefallen waren, und die Preußen verloren die Schlacht. In gewisser Weise eine Schlacht von welthistorischer Bedeutung, Jena und Auerstedt, denn Napoleon stand der Weg nach Russland offen. Napoleon hatte damit das übermächtige, militärisch starke Preußen vollständig besiegt in einem Erdrutschsieg und konnte sozusagen weite Teile Deutschlands damit in seinen Besitz nehmen. Das Okularzeug ist also Zeuge eines folgenreichen Schusses und wahrscheinlich gehört es zum Herzog von Braunschweig, weil damals natürlich nicht so viele Menschen am Schlachtfeld solche Fernrohre und Okulare benutzten. Von Chess Ramsden wahrscheinlich hergestellt in London. Das spricht auch dafür, dass es sich nicht um französische Truppen handelt, sondern Truppen, die noch von den Engländern beliefert wurden. Das Okular hat hier ein Glas, das inzwischen durch die jahrhundertelange Lagerung blind geworden ist. Und hier hat es ein Schraubgewinde, mit dem man es am Körper festschrauben konnte. Natürlich ist das hier nur das Teil, die Linse, mit der man in das Fernrohr blickt. Das der eigentliche Fernrohrtubus und die große Linse vorne sind verloren gegangen durch die Zeit, was uns auch nicht wundert, denn die Fernrohre in der damaligen Zeit waren im Körper überwiegend aus Holz und Holz hält sich natürlich nicht so lange im Boden, dieses Messing dagegen schon. Warum ist dieser Fund wichtig? Warum bewahren wir diesen Fund im Museum auf? Erstens ist er der Zeitzeuge einer Schlacht von weltgeschichtlicher Bedeutung auf dem Boden Sachsen-Anhalts. Keiner weiß mehr, dass die Schlacht von Jena und Auerstedt eher bei Hassenhausen stattfand. Das ist nicht geläufig. Jena und Auerstedt wird in jedem Schulbuch gelehrt. Zum anderen ist es vielleicht ein Zeuge, warum die Schlacht in einem frühen Zeitpunkt schon zugunsten Napoleons kippte. Etwa um 10:15 Uhr vormittags wurde der Herzog getroffen, also am Beginn der Schlacht, als die Schlacht sich gerade entwickelte. Da fielen schon die entscheidenden Kommandeure aus. Und des Weiteren zeigt es, wie die Archäologie sich entwickelt. Noch vor 20, 30 Jahren hat man kaum oder keine Schlachtfeldarchäologie betrieben. Die englischen Kollegen haben damit begonnen. Ganz wichtig ist bei den Amerikanern die Schlacht am Little Big Horn. Dort konnte man diese Schlachtentwicklung nachvollziehen. Man machte sogar einen Nationalpark. Und in der Folge wurden etliche englische, schwedische, dänische Schlachten prospektiert.
Dort entwickelt sich eine Technik. In Deutschland war das lange Zeit nicht so. Die Landesarchäologie in Deutschland hat sicherlich auch durch unsere kriegerisch vorbelastete Geschichte nicht systematisch Schlachtfeldarchäologie betrieben. 2008 haben wir dazu einen großen Kongress gemacht, einen internationalen Kongress und auf die Bedeutung der Schlachtfeldarchäologie hingewiesen. Und in der Folge haben wir viele Schlachtfelder untersucht und dabei Entdeckungen gemacht von herausragender Bedeutung, wie etwa das Massengrab von Lützen oder aber auch die Funde auf dem Schlachtfeld von Lützen selbst. Hier bei Hassenhausen haben wir das ganze Schlachtfeld prospektiert, vor allem aber ganz intensiv den Bereich des späteren Straßenbaus. Und dort fanden wir zahlreiche Hinweise auf die Schlacht. Und es ist möglich, mit solchen Hinweisen zum ersten Mal den Schlachtverlauf detailliert nachzuvollziehen. Das ist Herrn Schürger gelungen mit den Geschosskugeln von Lützen. Dort konnte er zeigen, wie die Schlacht sich entwickelt und wie die Schlacht verläuft. Denn diese Kugeln sind von verschiedener Größe. Man kann auf die Waffen rückschließen und damit auf diejenigen, die die Kugeln verschossen haben. Und man kann aus dem Kugelschleier gleichsam das Schlachtgeschehen, die Schlachtverordnung rekonstruieren. Also Schlachtfeldarchäologie ist wichtig und beginnt natürlich, wie wir vom Schlachtfeld von Tollense wissen, bereits in der Bronzezeit. Vielleicht finden wir auch noch ältere Schlachten und zieht sich aber natürlich bis in die Neuzeit bedauerlicherweise. Wir würden uns wünschen, dass Schlachtfeld irgendwann, Archäologie irgendwann einmal nicht mehr nötig ist, weil die Menschheit gelernt hat, dass Krieg nur Verlierer hat und Schlachten nicht mehr nötig sind. Aber bis dahin, fürchte ich, ist es noch ein langer Weg und ich befürchte, diesen Zeitpunkt selbst nicht mehr zu erleben, wünsche aber, dass er eintritt und dass dann Schlachtfeldarchäologie nicht mehr nötig ist.